Hallo und willkommen zu diesem Video über das Zwischenlager in Xentral. Wir schauen uns heute an, wozu das Zwischenlager gut ist, wie du es als Standardoption im Wareneingang aktivierst und wie du Ware ein- und wieder ausbuchst. Lass uns direkt starten. Das Zwischenlager findest du, indem du in der Navigation auf Lager gehst und dann Zwischenlager wählst. Das Zwischenlager dient dazu, Artikel im Wareneingang schnell entgegenzunehmen, auch wenn der endgültige Lagerplatz vielleicht noch nicht frei ist oder du die Ware erst später im Lager verräumen möchtest. Stell dir vor, du nimmst Ware an und buchst sie erstmal auf einen mobilen Wagen. Das wäre ein typischer Anwendungsfall für das Zwischenlager. Damit das Zwischenlager im Wareneingang automatisch als Ziel ausgewählt wird, kannst du eine Option in den Systemeinstellungen setzen. Dazu öffnen wir in einem neuen Tab die Einstellungen, suchen nach Systemeinstellungen, wählen den entsprechenden Eintrag und scrollen zum Bereich Wareneingang. Dort aktivieren wir die Einstellung Wareneingang mit Zwischenlager. Mit einem Klick auf den Speichern-Button ganz unten können wir die Änderungen speichern. Schauen wir uns jetzt die Auswirkungen dazu im Wareneingang an, indem wir in der Navigation auf Lager und dann auf Paketannahme klicken. Wir haben dazu eine offene Bestellung vorbereitet, die wir mit dem Filter Lieferung fehlt auflisten können. Mit dem Pfeil auf der rechten Seite gelangen wir in den Wareneingang dieser Bestellung. Aktuell sind wir bei der schnellen Paketannahme, die allerdings nicht auf das Zwischenlager buchen kann. Deshalb wechseln wir zur normalen Paketannahme im Reiter oben links. Hier können wir die Menge eingeben, die wir auf das Zwischenlager buchen wollen und klicken anschließend auf Zuordnen. Dank der Option aus den Systemeinstellungen ist der Lagerplatz jetzt schon auf Zwischenlager eingestellt. Da wir auch keine Chargen oder MAD-Verwaltung für diesen Artikel aktiviert haben, können wir einfach auf Artikel einlagern klicken, um diesen Artikel ins Zwischenlager zu übernehmen. Wenn wir jetzt wieder zurück zu unserem Zwischenlager wechseln und dort die Seite neu laden, sehen wir den neuen Eintrag in der oberen Tabelle. Diese obere Eingang-Zwischenlager-Tabelle zeigt alle Artikel, die aktuell im Zwischenlager eingebucht sind, weil sie zum Beispiel über den Wareneingang oder eine Retoure hierher gebucht wurden. Auf diese Tabelle konzentrieren wir uns auch hier im Video, da die untere Tabelle Ausgang-Zwischenlager eher nur für Spezialfälle aus der Kommissionierung existiert. Um jetzt Artikel aus dem Zwischenlager zu entnehmen, hast du 3 Möglichkeiten. Fangen wir in der Menüspalte ganz rechts mit dem X-Symbol an. Damit kannst du eine Position komplett aus dem Zwischenlager entfernen, zum Beispiel bei einer Fehlbuchung. Aber Achtung, diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Mit einzelnen Einlagern hast du die Möglichkeit, auch Teilmengen einer Position vom Zwischenlager aus auf einen konkreten Ziellagerplatz zu buchen. Das ist vor allem hilfreich, wenn du die Menge auf mehrere Lagerplätze aufteilen musst. Dazu klickst du auf das Plus-Symbol, gibst die Teilmenge ein, wählst den gewünschten Lagerplatz und klickst anschließend auf den Weiter-Button. Der Rest der Position verbleibt im Zwischenlager. Wenn du die gesamte Menge aus dem Zwischenlager buchen willst, kannst du auf den Pfeil im Menü klicken. Wähle wieder den gewünschten Lagerplatz und klicke abschließend auf Weiter. Damit ist die gesamte Position vom Zwischenlager auf den neuen Lagerplatz umgelagert. Das waren jetzt schon mal alle Prozesse auf dieser Zwischenlagerseite. Wenn du aber für das Zwischenlager, wie erwähnt, einen mobilen Wagen nimmst, hat man dort ja oft keinen Laptop, sondern eher ein kleineres MDE-Gerät. Dafür bietet sich dann statt dieser Oberfläche eher unser mobiles Lagermodul an. Das findest du, indem du in der Smart Search nach mobile Lagerverwaltung suchst und das Modul aufrufst. Auf einem mobilen Gerät würde das dann ungefähr so aussehen. Dort findest du unter Zwischenlager umbuchen die passende Funktion. Als erstes scannst du den Artikel, den du aus dem Zwischenlager nehmen möchtest. Da wir jetzt gerade keinen Barcode zum Scannen haben, gehen wir nochmal zurück zum Zwischenlager und kopieren uns dort die Artikelnummer der gewünschten Position. Wir wechseln wieder zurück zum mobilen Lager, geben dort die Artikelnummer ein und drücken Enter. Danach bestätigst du die Menge oder gibst eine Teilmenge ein und klickst auf Weiter.
Im nächsten Schritt wählst du das Ziellager aus. Das Standardlager ist vorausgewählt, kann aber geändert werden. Mit einem Klick auf Buchen wird der Artikel aus dem Zwischenlager ausgebucht. Und das war's auch schon mit einem Überblick zum Zwischenlager in Xentral. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video.